Hallöchen, liebe Zuschauerinnen und herzlich willkommen im Café am Rande der Welt und zwar in der dritten Folge von dem Neocast. Und natürlich einen schönen Gruß an Linha auch, ja? Wie geht es dir nun? Hi Marvin, schön dich wieder zu sehen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mir geht's gut. Bei uns haben viele leider unter der Isolation von dem Lockdown leiden müssen und leiden gerade noch darunter. Es ist zu bemerken, dass unter der Bevölkerung allgemeine Corona-Müdigkeit herrscht. Tatsächlich kann ich eine große Anspannung bei meinen Nachbarn hören oder spüren, die um unser Haus wohnen, weil ich fast jeden Tag Schimpferei bei ihnen hören kann. Die Eltern sind hoch angespannt, auch die Kinder, wobei es vor dem Lockdown nicht der Fall war. Und das ist einer der Beweise dafür, dass dieser andauernde Lockdown wirklich negative Auswirkungen auf Leute hat und der Stress während der Pandemiezeit zunimmt. Oh je, das hört sich ganz schrecklich an. Hm. Also ich kann mich noch gut an die Situation hier in Deutschland vor einigen Monaten erinnern. Und ich finde auch, dass sich diese Pandemie dann schrecklich viel auf nicht nur unser Leben im Allgemeinen, sondern auf unsere mentale Gesundheit auswirkt. Und deshalb möchte ich dann dieses Thema heute mit dir besprechen. Und du machst dich bestimmt fragen, was das mit dem Thema Deutschland zu tun hätte, ja? Und darauf würde ich dann zurückfragen, warum nicht? Also die seelische Gesundheit ist auch eine Säule des menschlichen Wohlbefindens, was unsere Leistungsfähigkeit und auch unsere Produktivität stark beeinflusst, aber oft nicht genug beachtet wird. Und angesichts so einer weltweiten Krisensituation ist es dann eine besonders große Dringlichkeit, diesen Aspekt anzusprechen und auch in den Vordergrund zu stellen. Hm. Ja, ich kann dir nur zustimmen, mentale Gesundheit ist Gesundheit. Ohne eine gute Gesundheit können wir nicht weitermachen, nicht wahr? Und die Corona-Krise hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Ich finde, die Isolation beim Lockdown das größte Problem ist. Ich meine, Social Distancing ist wichtig, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es kann sich aber auch auf unsere Psyche negativ auswirken. Für mich fehlt besonders der Kontakt zu Menschen, also der persönliche Austausch. Trotz der digitalen Verbindung ist man immer distanziert. Es klappt eigentlich nicht so richtig gut, sich wirklich drauf einzulassen, wenn man nicht wirklich körperlich sich gegenüber sieht. Und viele meiner Freunde haben auch drüber geklagt, dass es bei ihnen auch derzeit fehlende Energie, Mut und Kraftlosigkeit herrschen, denn Coronavirus dominiert mittlerweile unseren Alltag massiv und es fällt da sehr schwer, Zuversicht in die Zukunft zu haben und oder Planungen zu machen. Dies kann zu seelischer Belastung führen und viele Studien haben auch gezeigt, dass besonders psychisch belastet im Lockdown seit Ende 2020 Frauen, Jüngere und in Deutschland Menschen mit direktem Migrationshintergrund waren. Manche wurden im Lockdown psychisch krank und entwickelten Depressionen und Ängste. Ja, bei mir war es auch ganz schlimm. Also ich bin dann Oktober 2020 hier in Deutschland angekommen, ja. Und das war kurz vor dem harten Lockdown hier. Und es war auch Winter. Und stell dir vor, ich wohnte alleine in einem fremden Land, ohne ein bekanntes Gesicht und alles war dicht. Und dann kam das Homeoffice und es gab dann keinen direkten persönlichen Kontakt mehr. Und ich hatte auch viele Gesundheitsprobleme wegen des neuen Klimas. Und ich war dann also ein halbes Jahr innerhalb von diesen vier Wänden isoliert. Hm. Also jetzt hat das Ganze sich schon längst verbessert, aber im Nachhinein war das dann tatsächlich eine absolut deprimierende Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht einfach für dich war, dich mit dem neuen Umfeld zu gewöhnen und gleichzeitig in der Lockdown-Situation durchzumarschieren. Empfundene Einsamkeit kann depressiv machen und unser Immunsystem schwächen. Aber du hast gut gemacht und vergiss nicht, dass du dich immer und zu jeder Zeit bei mir melden kannst. Mache bestimmt, danke dir sehr. Und damals ist es auch
also hier auch was Ähnliches wie gerade bei dir in Vietnam passiert. Die Menschen wurden auf vielerlei Ebenen, insbesondere geistig und psychologisch, von dem Lockdown und von der ganzen Pandemiesituation betroffen. Und ich möchte dir was zeigen. Also das hier ist dann die sogenannte Pyramide der Bedürfnisse von Abraham Maslow. Und da wird eine Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse und Motivation beschrieben, wo sich die jeweiligen Stufen aufeinander bauen. Und ganz unten befinden sich dann die grundlegenden Stufen, also physiologische Bedürfnisse wie Essen, Kleidung, Schlaf oder Sex. Und dann haben wir Sicherheitsbedürfnisse wie Schutz, Stabilität oder Gesundheit und gefolgt von sozialen und individuellen Bedürfnissen. Und auf der Spitze liegt die Motivation zur Selbstentwicklung, zum Beispiel die eigenen Potenziale und Talente zu entfalten oder Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln. Also wenn und nur wenn alle unteren Stufen befriedigt sind, kommt der Mensch auf die Spitze. Und an diesem Punkt ist es nicht schwer zu erkennen, wie und inwiefern die Pandemie uns beeinträchtigt, ja? Also die Isolation, der Verlust von persönlichem Kontakt mit anderen Menschen, die Angst vor Unsicherheit in der Zukunft, das alles betrifft die 3 unteren Ebenen und führt dann zu großen mentalen Belastungen. Ja, bestimmt. Danke dir für die Erklärung. Ich denke, dieses Schema hilft uns wirklich, uns mit den verschiedensten Aspekten im Leben auseinanderzusetzen und dabei auch als einen roten Faden funktioniert, welche Faktoren eine große Rolle im Leben spielen. Für mich persönlich habe ich in den letzten 1,5 Jahren folgende Maßnahmen gegen die Lockdown-Isolationsgefühle selber angewendet. Ich versuche jeden Tag einen Tagesplan zu erstellen und mich an die Termine zu halten und dabei auch nicht zu vergessen, regelmäßige Pausen zu machen. Also 2 Stunden arbeiten und dann 10 Minuten Pause. Ja, Routine spielt mir eine große Rolle. Auch eine Bewegungsroutine darf nicht für mich fehlen. Wir sind unser Körper. Ich kann eigentlich merken, dass ich bei Belastung auch körperlich reagiere. Deswegen sind leichte, regelmäßige Übungen wie Atemübungen, Meditation und Yoga ein ganz notwendiger Teil meines Tages. Und in der Zeit wie diese haben bestimmt viele das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Bei mir auch. Deswegen helfen mir diese seelischen und körperlichen Routinen, wieder mehr Kontrolle über mein Leben zu haben, auch wenn das in kleinen Schritten geht. Ja, also das war dann genau meine Strategien, um aus dem deprimierten Zustand herauszukriechen. Ja? Ich finde, dass das Wichtigste, was bei mir gut funktioniert hat, war auch eine neue Routine für den Alltag festzulegen. Und ja, natürlich auch Sport. Jetzt arbeite ich dann immer wieder im Homeoffice und ich habe dann dafür feste Arbeitszeiten tagsüber, während der Abend dann hauptsächlich nur zur Entspannung dient, also für Self-Care oder ich lese dann ein gutes Buch oder koche mir eine Leckerei. Ich mache auch 1 bis 2 Mal pro Tag Yoga und Stretching-Übungen und ich finde auch, dass regelmäßige, ständige körperliche Bewegung wirklich massiv gegen Stress und Depression hilft. Ja. Und wir müssen dann also nicht tun, was dann zu fancy ist. Bereits ein 10 bis 15-minütiges Training pro Tag kann schon große Wirkungen haben. Und ich würde dann auch unseren Zuschauern Meditation empfehlen. Also erstmal nur 2 bis 5 Minuten vielleicht und dann langsam länger und länger. Für viele könnte es schwierig fallen, in Yoga oder Meditation einzusteigen hier. Aber es sind zurzeit sehr viele Apps und YouTube-Kanäle vorhanden, die Schritt für Schritt Hinweise für verschiedene Übungen anbieten. Ich kann euch meine Go-Tos teilen. Bitte merkt, dass ich keine Werbung von diesen Channels mache. Sie sind für mich effektiv und ich wollte euch einfach weiter teilen. Yoga with Adriene, ein YouTube-Kanal. Sie haben sehr viele Videos für Anfänger, und die Übungen sind nicht so anstrengend. Und dann wir haben auch Headspace,
eine Meditation ab mit sehr ausführlichen Meditationübungen, auch für Anfänger. Außerdem versuche ich täglich, mich weniger online zu bewegen, also weniger Facebook, Instagram etc., mehr Bücher, mehr Musik, mehr Schreiben, also per Hand, mehr Natur, wenn möglich. Wir haben Glück, einen kleinen Garten zu haben, da verbringe ich öfter Zeit. Außerdem übe ich auch jeden Tag Dankbarkeit. Ja, feeling grounded, ne? Also Mhm. glücklicherweise gibt's hier bei mir auch viel Grünes und ich mache oft Spaziergänge am See oder gehe wandern im Wald. Oh, aber für diejenigen, die dann aber diesen Luxus nicht haben oder nicht haben können, eine Alternative ist dann, Pflanzen im Zimmer zu haben. Oder ab und zu einen Spaziergang in der nahen Umgebung zu machen, soweit Mhm. es dann erlaubt ist. Und apropos soziale Medien, das kann ja eine toxische Gewohnheit sein, aber alles hat zwei Seiten. Und wenn diese Plattformen dann richtig genutzt werden, sind sie dann wunderschöne Lernquellen, wo wir dann neue Skills und Kenntnisse schnell erwerben können. Und an dieser Stelle hätte ich gern dann eine Frage an unseren ZuschauerInnen. Also, welche Lernquellen im Internet würdet ihr dann gerne empfehlen? Oder habt ihr dann weitere Tipps für uns? Ihr könnt uns gerne in die Kommentare hier unten schreiben. Außerdem haben wir auch eine Facebook-Seite. Ihr könnt uns gerne da auch kontaktieren. Ich meine, manchmal fühlen wir uns einsam, aber wir sind nicht allein. Vergesst bitte nicht, dass ihr andere Leute habt und wir sind ein Teil einer Community. Und wenn ihr Probleme oder Sorgen habt, meldet ihr euch einfach bitte. Ja, also es gibt diesen Spruch aus dem Englischen, there's always a silver lining. Oder wie es im Deutschen gesagt wird, hinter jeder Wolke gibt's immer Sonnenschein. Also bleibt bitte dann gesund, bleibt in der Hoffnung und wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss! Das sagt mir aus dem Herzen, Barben. Es war schön mit dir heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.